Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, ihr seht, ich habe Ace schon ein bisschen vorbereitet. Der Lenker ist schon vorne zerlegt, damit wir an das rankommen, was ich heute machen will, denn heute werden die Bremshebel ausgetauscht. Ich mache die Standard weg, weil das sind ja so eine silbernen, und mache die verchromten von BGM ran und zeige euch mal, wie das funktioniert. Ist relativ simpel, egal ob ihr jetzt die von BGM nehmt oder verstellbare oder was auch immer, der Schritt ist an sich immer der gleiche und relativ einfach zu handeln. Um die Bremshebel auszutauschen, müsst ihr natürlich vorne den Scheinwerfer rausnehmen, komplett mit dem vorderen Teil des Lenkkopfes. Dazu muss die Kaskade abgebaut werden, hier vorne dann die Schraube gelöst werden, hinten noch zwei, dann kann man nach vorne den vorderen Teil des Lenkers abziehen und ihr kommt hier wunderbar ran. Das habe ich aber, wie gesagt, schon öfter in anderen Videos gezeigt. Deshalb heute nicht nochmal. Ich zeige euch aber jetzt mal, wie ich das hier mit den Bremshebeln mache. Ist auch relativ simpel. Ich glaube, die ganze Arbeit drumherum ist schwieriger, als die Hebel zu tauschen. Ja, ist natürlich nicht nur eine optische Sache, die Griffhebel, sondern wenn ihr euch verstellbare ranbaut oder so ein bisschen sportivere, kürzere, das hat natürlich auch einen Vorteil beim Handling, beim Bremsen, je nachdem, was man für Hände hat, lange Finger, kurze Finger, kann man das so ein bisschen anpassen. Bei mir ist eher eine optische Sache. Die BGMs hatte ich schon mal. Und die haben mir sehr gut gefallen. Und da ich ja diesen Chrom-Schwarz-Look hier bei Ace habe, werde ich das Ganze weiterführen und baue die jetzt mal an und zeige euch, wie das Ganze geht. Als erstes müssen wir jetzt diese Schraube hier lösen, mit der der Bremshebel befestigt ist. Dazu unten die Mutter einfach mit einem 10er Schlüssel lösen. Dann können wir die auch schon abschrauben. Die Schraube selber, mit der der Bremshebel hält, ist reingeschraubt mit einem Schlitzschraubendreher. Einfach rausschrauben. Schraube rausnehmen und schon können wir den Bremshebel rausziehen. Hier sind zwei Unterlegscheiben drin, die bitte rausnehmen, denn die brauchen wir jetzt beim Einbau auch wieder. Ihr nehmt einfach den neuen Bremshebel, legt dort die Unterlegscheiben rein. Was natürlich ganz sinnvoll ist, dass ihr diese Stellen hier, wo die Scheiben drin sind, alles ein bisschen fettet gleich. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. So, zum Schmieren nehme ich einfach ein bisschen Bootsfett, nicht zu viel, dass einfach die Fläche hier ein bisschen gefettet ist. Dann kann man auch die Unterlegscheibe schön reinmachen, selbes auf der anderen Seite. So, und dann können wir das Ganze schon einbauen. So, zum Einbauen einfach den Bremshebel hier reinschieben, gucken, dass er richtig ausgerichtet ist. So, jetzt die Schraube einfach wieder reinschrauben. Schon mal testen. Passt wunderbar, wackelt nichts. Bremslicht funktioniert. Nicht vergessen, die Sicherungsmutter auch wieder gegendrehen. Ein bisschen außen abputzen alles. So, nochmal testen, dass nichts blockiert. Auch wackeln darf nichts, aber es passt wunderbar. Die beiden Unterlegscheiben sind drin, alles ein bisschen gefettet. Seite 1 ist fertig. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen sauber wieder. So, wunderbar. Erste Hebel funktioniert und passt. Jetzt mache ich die andere Seite.
Schraubendreher oben rein zum Kontern. Mutter lösen. Ist schon passiert. So, und jetzt können wir Mutter unten festhalten, damit sie nicht wegfliegt. Die Schraube rausdrehen. Hier auf der Seite ist es natürlich jetzt ein bisschen enger, da wir hier die Gaszüge haben. So, da ist die Mutter, die packen wir schon mal beiseite. Und die Schraube ist da. Auch hier wieder nicht vergessen, die Unterlegscheiben aufzumachen. So, bisschen Bootsfett noch rauf. Andere Seite auch noch ein bisschen. So, und dann können wir denselben Schritt wieder andersrum machen. Hebel rein. Schraube von oben durch. Und dann schon mal ein Stück reinschrauben. So, bevor jetzt die Schraube durchkommt, müssen wir die Mutter wieder unten gegenhalten. Ist dann vielleicht ein bisschen fummelig, aber es geht. Bevor wir dann ganz festschrauben, mit einem Maulschlüssel unten kontern das Ganze. Und die Mutter unten festziehen. So, auch hier wunderbar, ganz kurzer Weg, aber vorne habe ich ja die Porconero Bremse drin. Schlägt gut an, wir gucken mal. Ja, Bremslicht geht, alles funktioniert. Zum Schluss nochmal eventuelle Fettreste wegmachen. Ja, soviel zum Anbau der BGM Bremshebel, der verchromten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Ich mache mich jetzt ran, baue wieder alles zusammen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.